Mit mehreren Bausteinen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Herzerkrankungen in Deutschland verringern. Gelingen soll das durch Vorbeugung und regelmäßige Checks. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, der zusätzliche Möglichkeiten zur Früherkennung und auf Kassenkosten vorsieht. Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren und Erwachsene sollen zu Laboruntersuchungen und Risikoanalysen eingeladen werden. Außerdem sollen Medikamente, die Blutfettwerte senken und beim Aufhören mit dem Rauchen helfen, leichter verschrieben werden können. Somit hoffen wir über diese Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben im Bundeskabinett, die Lebenserwartung in Deutschland zu verbessern. Das gehört zu den wenigen Gesetzen, die man überhaupt machen kann, um tatsächlich neben der Krankenhausreform zum Beispiel die Lebenserwartung in Deutschland zu verbessern. Wir haben keine gute Lebenserwartung Ost wie West, und das ist ein Riesenproblem, das seit Jahren ungelöst ist. Zugeschaltet ist jetzt der Kinderarzt Dr. Martin Carsten. Herr Dr. Carsten, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Als erstes sticht ja ins Auge, dass schon Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren in diese Vorsorgeuntersuchungen mit einbezogen werden. Warum sind viele Kinder in Deutschland herzkrank? Viele Kinder in Deutschland sind nicht herzkrank, aber die Risikofaktoren, die wir als Kinderärzte immer wieder sehen, ist natürlich zum einen Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung. Und diese drei Punkte müssen in meinen Augen angegangen werden. Was sicher relativ sinnlos ist, dass man gleich von Medikamenten spricht. Diese Statine, die ja bei Erwachsenen sehr verbreitet sind, dafür gibt es bei Kindern überhaupt keine Evidenz. Und wir sehen eigentlich wirklich in dem Alter hohe Fettwerte, also Cholesterinwerte in erster Linie bei angeborenen Hypercholesterinämie. Aber das sind vielleicht 1%. Das Gros der Kinder und Jugendlichen, die im Die-Alter zu uns kommen, die Probleme haben, sind die Übergewichtigen. Und ich wäre also mehr daran interessiert, wenn es Gesetze gibt, dass wieder Sport einfach ein großes Gut wird. Also es darf einfach nicht sein, dass in Schulen Sportunterricht ausfällt, dass Sportvereine nur zugänglich sind, wenn die Familien genug Geld haben. Und da sollte angegangen werden. Und natürlich das breite Thema der Ernährung. Wie viele Kinder kommen immer noch mit Flaschen, mit Eistee oder mit anderen süßen Getränken in die Praxis? Und da sollte, denke ich, viel mehr präventiv gemacht werden, dass die Kinder eben gar nicht erst sozusagen dahin kommen, dass sie eben übergewichtig sind und dass sie dann eben die Probleme haben und damit auch später natürlich das Risiko besteht, dass sie herzkrank werden. Ich höre da so ein bisschen so eine Unzufriedenheit bei Ihnen raus. Aber inwiefern kann denn jetzt dieses Gesetz dazu beitragen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen früher erkannt werden? Ich glaube, in dem Alter gibt es ja generell Vorsorgen. Es gibt ja die sogenannte Jugendvorsorge, die J1. Und früher wurde da auch generell schon, das ist sicher so 10, 15 Jahre her, Fettwerte bestimmt. Aber da hat man gesehen, das trifft nur die Spitze des Eisbergs. Also wir versuchen ja als Kinderärzte Primärprävention zu leisten. Also wir wollen ja gerade erreichen, dass Kinder gar nicht dahin kommen, dass sie zu hohe Fettwerte haben und dass sie eben in die Probleme kommen, dass sie später Herz-Kreislauf-krank werden. Also ich glaube, für Kinderärzte, die sind sehr hinterher. Und es gibt ja in dem Alter Jugendvorsorgen. Und wovor ich dringend warnen würde, ehe man da eine Evidenz hat, das heißt, ehe man wirklich weiß, dass das Erfolg hat, Kindern von vornherein Medikamente zu geben, das steht eigentlich gar nicht zur Debatte. Und man muss immer wieder sagen, wir sehen heute 15 bis 20% der Kinder sind Übergewicht und viele davon noch adipös. Das ist das Riesenproblem. Und da, denke ich, müsste das Augenmerk sein. Und wenn da Herr Lauterbach mehr gemacht hätte, sozusagen, dass bessere Sportanlagen sind, besserer Sportunterricht. Und das, ich sage immer, man sah es ja auch bei den Olympischen Spielen. Sport ist in Deutschland kein Kulturgut mehr. Es gibt so viele Jugendliche. Ich habe eine Praxis in einer guten Gegend Berlin, aber die nicht im Sportverein sind, die keinen Sport treiben. Und das kann nicht sein. Ich glaube immer, Kinder und Jugendliche müssen sich bewegen, Sport treiben. Das ist die beste Prävention für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und natürlich weg von diesem ganzen Zuckerkonsum. Und da sollte der Staat eingreifen. Da sollten sicher höhere Steuern kommen. Und da sollte auch viel mehr gewarnt werden vor dem enormen Zuckerkonsum, den unsere Kinder immer noch haben. Sagt der Kinderarzt Dr. Martin Carsten. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, bitteschön.